Am 27. Juni 2020 soll die dritte Etappe des Münchner Jakobswegs am Kloster Schäftlarn beginnen. Leider steige ich an der S-Bahn-Haltestelle Hohenschäftlarn aus. Besser wäre Ebenhausen-Schäftlarn gewesen. Es kostet mich über 20 Minuten, bis ich den Weg und weiter das Kloster gefunden habe. Irgendwie ist beim Etappenpilgern immer der Anfang das Schwierigste. Vom Kloster aus beginnt man den Weg, indem man in Richtung Mariengrotte läuft und links dem Muschelwegweiser folgt. Es folgt ein Aufstieg, der in die Ortsmitte führt. Am Maibaum vorbei überquert man einen Bahnübergang und folgt der Lechnerstraße. Ich komme an der Kirche St. Benedikt vorbei, die für mich wegen Corona aber leider verschlossen ist. Ich folge der Lechnerstraße immer geradeaus und verlasse allmählich den Ort. Aus dem Süden drohen dunkle Gewitterwolken. An einem Wegkreuz treffe ich ein Ehepaar, das vor dem Gewitter flüchtet. Die Frau empfiehlt mir, mich ihnen anzuschließen. Da der Wind aber aus dem Westen kommt, wo kein Unwetter ist, beschließe ich weiterzulaufen und meinen Camino erst dann abzubrechen, wenn der Wind wirklich in meine Richtung bläst. Nach einem Waldstück stoße ich auf die Waldkapelle Neufahrn. Im Inneren bietet jemand Jakobspilgern Muscheln als Geschenk an. Das finde ich super nett. Ich unterquere die A95 und laufe weiter Richtung Neufahrn. Bei der Kirche St. Martin wendet der Jakobsweg sich nach links und mündet in eine Obstbaumallee. Durch Wälder und Felder führt der Weg nach Haarkirchen, einem Ortsteil von Berg am Starnberger See. Den König Ludwig-Fans ist der Ort Berg wohl bekannt. An dieser Stelle gehe ich rechts Richtung nördliche Spitze des Starnberger Sees. Im Ortsteil Manntal kehre ich beim Manntaler ein. Trotz Krähentenfederviehs genieße ich ein Wiener Schnitzel und ein Pilgerweißbier. Nach dem Essen gehe ich weiter an der Marianne-Strauß-Klinik vorbei an den Starnberger See. Am Seeufer laufe ich an Badegästen vorbei, die mich etwas komisch anschauen, und durchquere einen kleinen Yachthafen. In Höhe des Bahnhofs wende ich mich nach Westen und biege schließlich in die Söckinger Straße ein. Von dort aus geht es dann links in die Maisinger Schlucht weiter. Nachdem ich die Maisinger Schlucht hinter mir gelassen habe, geht es noch ein langes Stück Weges über Land weiter. Mittlerweile hat es fast 30 Grad und eine halbe Stunde vor dem Ziel geht mir das Wasser aus.
die Bank sagt, hock die hi, schöner Kurs, Taschenringer. Endlich sehe ich ihn vor mir, den heiligen Berg. Den Abschluss meiner Etappe genieße ich mit kühlen Getränken und einem Wurstsalat. Einen Pilgerstempel bekomme ich leider nicht mehr.